Hallo und herzlich willkommen zu wieder einer neuen Folge von Darmkram. Habt ihr schon Hunger? Heute reden wir über die Magie unseres Essens. Essen kann uns nicht nur gut oder schlecht schmecken, es kann unseren Körper und Gesundheit auch wirklich vor- oder nachteilig beeinflussen. Es gibt unglaublich viele unterschiedliche Essenssachen, von Sushi bis Lasagne, von Obst bis Chips, Pizza, Gemüse und Süßigkeiten wie Schokolade nicht vergessen. Manche Leute sagen, dass man das Essen in zwei Gruppen verteilen kann. Das, was mir gut schmeckt und das, was mir gut tut. Schade, da verpasst man vieles. Ich sage lieber, dass man alles essen kann, nur manche Sachen vielleicht nicht so ganz oft wie andere. Das Allerwichtigste mit Essen ist aber Diversität. Dass man jeden Tag viele unterschiedliche Sachen isst. Das tut deinem Körper gut, aber vor allem auch deine Darmbakterien. Und was ist jetzt gut für deinen Körper? Das Allerbeste ist eigentlich das, was man gar nicht ändern muss, um es zu essen. Zum Beispiel Obst, Nüsse oder Gemüse. Die können wir waschen, manchmal müssen wir sie schälen oder kochen und dann aufessen. Wie sagt, dass gesund Essen kompliziert sein muss? Leichter wie das geht's ja fast nicht. Diese Sorten von Essen sind auch diejenigen, die ganz viele Ballaststoffe enthalten. Aber was sind jetzt Ballaststoffe und weshalb brauchen wir sie? Was sind Ballaststoffe? Natürliche Ballaststoffe sind wichtige Bestandteile von Lebensmitteln. Ballaststoffe kommen hauptsächlich in Pflanzen vor, wie zum Beispiel in Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchten. Stell dir vor, Ballaststoffe sind wie die Superhelden in deinem Essen. Sie sind zwar unsichtbar, aber sie haben eine wichtige Mission in deinem Körper. Diese Superhelden, oder wie ich sie gerne nenne, Darmhelden, helfen dabei, deine Verdauung in Schwung zu halten und sorgen dafür, dass alles reibungslos läuft. Außerdem sind Ballaststoffe wie ein Schutzschild für deinen Körper. Sie helfen dabei, dass du dich länger satt fühlst. Es ist großartig, weil du so nicht ständig hungrig bist und dich besser auf dein Abenteuer konzentrieren kannst. Es gibt zwei Arten von Ballaststoffen, die löslichen und die unlöslichen. Die löslichen Ballaststoffe sind wie Magier, die Wasser in Gel umwandeln können. Du findest sie in Lebensmitteln wie Haferflocken, Äpfeln und Hülsenfrüchten. Außerdem sind sie gute Freunde deiner Darmbakterien und sorgen dafür, dass sie sich wohlfühlen. Die unlöslichen Ballaststoffe sind die Actionhelden. Sie sind stark und können viel Wasser aufsaugen, um deinem Stuhl zu helfen, sich leichter zu bewegen. Das ist besonders wichtig, damit du dich nicht müde oder schlapp fühlst. Diese heldenhaften Ballaststoffe findest du in Vollkornprodukte, Gemüse und Nüsse. Sie sorgen dafür, dass dein Verdauungssystem in Bewegung bleibt und du dich energiegeladen fühlst. Also denk daran, mehr von diesen unsichtbaren Darmhelden in deine Mahlzeiten einzubauen. Dein Körper und deine Bakterien werden es dir danken. Schön. Jetzt wissen wir, was Ballaststoffe sind und wo wir sie finden können. Aber wie sorge ich jetzt, dass ich täglich mehr davon esse? Ein großer Fehler, den viele Leute machen, wenn sie etwas ändern wollen, ist, dass sie von einem Tag auf den anderen alles umstellen. Das mag zwar schneller wirken, aber langfristig fällt man fast immer wieder in die alten Gewohnheiten zurück. Desto besser ist es, um im normalen Gang neue, gesundere Gewohnheiten einzubauen. Fang erst mit etwas Kleinem an und erst wenn das zur Gewohnheit geworden ist, suchst du dir wieder etwas Neues aus. Versuche zum Beispiel, wenn du Brot isst, ein paar Scheiben Gurke oder geraspelte Karotte draufzulegen. Karotte geht wunderbar zusammen mit Frischkäse. Auf Instagram und der Darmkram-Webseite werde ich öfter Tipps teilen, wie man kleine Gewohnheiten einbauen kann, um täglich mehr Ballaststoffe zu essen. Selbst packe ich zum Beispiel fast jeden Tag eine Karotte zum Brot dazu. Oder einer meiner Favorite unter der Brotaufstriche ist Knoblauch-Frischkäse mit ein paar Scheiben Gurke drauf. Mm. Radikalere Beispiele gibt es auch. Zum Beispiel Brownies mit Zucchini reingebacken oder Schokoladekuchen, wo wir den Butter austauschen für Avocado. Diese letzten Beispiele sind vielleicht nicht unbedingt gesund oder etwas, was wir täglich essen sollen,
Aber sie sind perfekte Beispiele dafür, wie wir überall Ballaststoffe integrieren können, wenn wir dafür offen sind. So, jetzt wissen wir, was Ballaststoffe sind und wie wir sie in unseren Essensplan einbauen können. Wir wissen, dass sie gut für unseren Stuhl sind und gegen das Hungergefühl wirken. Aber wie tun sie jetzt den Bakterien im Darm gut? Ballaststoffen und Bakterien. Stell dir vor, deine Darmbakterien sind wie winzige Helfer, die dafür sorgen, dass alles im Gleichgewicht bleibt. Wenn du genug Ballaststoffe isst, schenkst du deinen Bakterien die Power, die sie brauchen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Die löslichen Ballaststoffe sind wie Leckerbissen für deine Bakterienfreunde. Diese mögen es, wenn sich die löslichen Ballaststoffe in ein gelartiges Material verwandeln. Das gibt deinen Bakterien nicht nur Energie, sondern sorgt auch dafür, dass sie sich wohlfühlen und ihre Arbeit besser erledigen können. Die unlöslichen Ballaststoffe sind wie Bauarbeiter, die die Struktur deines Darmumfeldes verbessern. Sie helfen, eine gesunde Umgebung für die Bakterien zu schaffen, damit sie ihre Missionen erfolgreich erfüllen können. Denk an deine Ballaststoffe als Geschenke für Darmbakterien. Je mehr du von ihnen isst, desto glücklicher und stärker würden deine Wundermikroben sein. Eine ausgewogene Ernährung mit vielen verschiedenen Ballaststoffen ist also nicht nur gut für dich, sondern auch für deine Darmmikroben. Mittlerweile wissen wir, wir sollten alle mehr Ballaststoffe essen. Wenn wir eine Gruppe von 10 Leuten haben, essen leider nur 1,5 täglich ausreichend Ballaststoffe. Also schnapp dir eine Karotte und los geht's. Im nächsten Vlog werden wir dann die Verdauung von dieser Karotte anschauen. Insbesondere werden wir auch tiefer in die Wechselwirkung zwischen Ballaststoffen und unseren Darmmikroben eintauchen und herausfinden, was das alles mit Schleim zu tun hat. Hat dir diesen Vlog gefallen? Dann gib bitte einen Daumen hoch, subscribe dich zum Channel, besuch unsere Instagram und Webseite. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Darmkram. Und vergiss nicht, deine Ballaststoffe zu essen.